kleiner Sturz kann passieren. Noch alles okay, so wie es aussieht. Alles funktioniert. Das ist der Flyvo Phenom H20 und der hat hier das digitale Avatar-Modul, dass ich mit der Fatshark Dominator HD Brille fliegen kann. Von der Insta360 Go 2, leicht gefedert. Und das ist ein Hexakopter. 4 Propeller oben, 2 Propeller unten und die Propeller sind 2 Zoll. Hinten der kleine Express-LRS-Empfänger mit der Stabantenne und die 2 Antennen hinten, die sind von dem digitalen System. Und geflogen wird mit 520 mAh 4S Akku, was gerade so mit den Beinen also passt. Der Phenom ist wegen den 6 Motoren besonders flott unterwegs und super wendig bei der kleinen Größe. Ich habe den Phenom nur mit meinem Radiomasterfunker verbunden und unter Betaflight habe ich nur meine Schalter belegt und sonst nichts verändert. Alle Einstellungen sind original von Flyvo. Der erste Flug macht schon Spaß. Das ist die Aufnahme von der Fatshark HD Digitalbrille, also direkt so aufgenommen. Und hier bin ich leider nur mit 25 Mbit geflogen, aber schon mit dem aktuellen Treiber 2323.4 von 17.07. Also wenn man langsam fliegt, war alles in Ordnung und wenn man nicht zu weit entfernt ist, aber jetzt kommen so Schlieren. Und da ist auch der Empfang nur ein bisschen schlechter, aber trotzdem habe ich extremer Schlieren, gerade so hier am Randbereich und das ist unfliegbar. Die Latenzzeit steigt hier extrem hoch. Teilweise hier habe ich richtig Bildsprünge gehabt und da ging gar nichts. Das ist, da war ich froh, dass ich jetzt hochziehen konnte. Fliegt man aber höher, dann ist das Bild toll, dann ist die Qualität toll. Wenn ich so jetzt fliegen würde mit dem Flugzeug, tolles Bild. Hier ist mein Phenom. Und jetzt möchte ich die Prop Guards hier einbauen. Eins, was mir gestern passiert ist, mir ist direkt hier ein Landefuß abgebrochen. Ja, der ist hier noch dran und der ist hier abgefallen. Ich hatte einen kleinen Sturz auf der Wiese und dann ist es so gelandet und sofort hier den Fuß abgeknickst. Und der Propeller ist ein bisschen verbogen. Ich habe den jetzt wieder zurechtgebogen. Also braucht man unbedingt Ersatzpropeller und die Füße. Entweder hat man dann ein paar Füße als Ersatzfüße da oder man ersetzt die durch selbstgedruckte. Für den Propellerschutz benötige ich folgende Schrauben. Hier, wo der Landefuß ist, da kommen die 8 mm lange Schrauben und die M27. Eine kommt dann hier rein. Jetzt habe ich die oberen 4 Propeller montiert. Und jetzt kommen noch die äußeren und dafür brauche ich diese 10 mm Schrauben. Hier sieht man auch die LED, die hier montiert ist. Und so sieht der Phenom H20 aus, wenn man den Indoor fliegen möchte. Der Propellerschutz ist zwar gut, aber nicht bei extremen Stößen. Also bei extremen Stößen kommt die Propeller schon da dran. Und so wiegt er jetzt 117 Gramm mit dem Propellerschutz. Ja, dazu kommt dann noch so ein 530er Akku 4S. Dann wären wir bei 168 Gramm. Ja, jetzt fliege ich mit 50 Mbit. Mal endlich richtig eingestellt in der Fatshark HD Digitalbrille. Ja, und das Bild ist hier fantastisch, fantastisch gut. Ich sitze ja auch nur hinter der Tür und das ist keine große Entfernung. Der Propellerschutz gibt mir viel Sicherheit, sodass ich jetzt gut in der Wohnung oder irgendwo indoor fliegen kann. Am nächsten Tag bin ich mit dem Phenom auf einem Parkplatz geflogen. Oben sieht natürlich alles top aus und erstaunlicherweise auch unten war alles super. Die Bildqualität stimmt, also ich fliege hier auch nur 25 Milliwatt, wie es sich gehört, aber eben halt schon mit den 50 Mbit. Und hier hat das System irgendwie gar keine Schwierigkeiten gehabt, also lief alles einwandfrei. Ich war zwar immer so 50, 100, maximal 100 Meter entfernt von dem Phenom, dafür aber immer ein gutes Bild gehabt. Ja, wie man sieht, ich fliege mit dem Propellerschutz.
Und der Phenom fliegt fantastisch damit. Also so, als wenn er ohne den Propellerschutz fliegen würde. Natürlich sind das paar Gramm mehr, aber ich finde klasse, dass man von dem Propellerschutz nichts merkt. Das ist der Flywoo Phenom H20 mit Express LRS Empfänger, ein Hexakopter für 4S und hier mit Avatar Digital HD System. Und das sind die Avatar 1203 Motoren mit schnellen 4850 kV. Dabei liegen 6 Propeller plus 2 Ersatzpropeller und vor allem Propellerschutz. Das heißt, man kann den auch indoor fliegen mit einer HD-Kamera. Zum Beispiel hier mit so einer Insta360 Go 2, die man hier oben drauf montieren könnte. Sonst haben wir noch ein paar Ersatzschrauben, USB-Anschlusskabel für Avatar-System und ein Ersatzstrap. Um hier die aktuelle Firmware auf das Avatar digitaler HD-System aufzuspielen, muss ich zuerst das per USB anschließen. Dazu gibt es so ein Kabel, das hier eingesteckt wird, und am anderen Ende habe ich so einen USB-Stecker. Zuerst wird das Modul mit Strom versorgt, macht das unbedingt ohne Propeller. Jetzt wird das Kabel an den Computer angeschlossen. Auf der Fatshark Support-Seite findet man die neue Firmware 23234. Der Teil wird heruntergeladen. Dann kopiere ich die Sky-Datei auf die SD-Karte von dem Avatar Digital HD-System, die 8 GB groß ist, und entferne den Speicher vom Avatar-System. Jetzt entferne ich den Anschluss. Jetzt blinkt die LED wieder schnell grün und jetzt muss ich hier hinten den Knopf drücken für 8 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt geht die LED aus und das Avatar-System beginnt das Update durchzuführen. Hier sieht man, es blinkt die ganze Zeit. Es blinkt rot und dann leuchtet er rot. Und wenn das System fertig ist, dann blinkt die LED wieder grün. Und so bin ich jetzt fertig. Jetzt schalte ich alles aus und verbinde mich mit der Fatshark Dominator HD Brille. Erstmal wird die Brille an Strom angeschlossen. Powerknopf eingeschaltet, läuft, und den Quad schließen wir an einen Akku. Nicht verbunden, blinkt das Modul hier grün. Hier unten findet man einen Knopf, den drückt man kurz. Jetzt leuchtet die LED hier rot, ist im Bindmodus. Und bei der Brille ist hier auch der Bindknopf, den drückt man einmal kurz. Und schon ist er verbunden. Die LED leuchtet jetzt auch grün. Und ich habe ein Bild. Das ist ein Bild von der Brille. Rechts oben sieht man die Speicherkarten. Rechts unten ist Kanal 1 eingestellt. Auf der linken Seite unten sieht man die Werte von dem System. Und links oben meine Einstellungen von meinem On-Screen-Display von Betaflight. Bei dem Phenom H20 habe ich hier einen Express LRS Empfänger. Der ist gerade hier in WLAN-Modus, also blinkt die blaue LED schnell. Flywoo verwendet den Express LRS Empfänger EL24P, also mit der langen Antenne. Bei dem Express LRS Konfigurator wähle ich Flywoo und die P-Version. Ich lasse die Einstellungen alle so wie hier stehen, trage hier meine Binding Phrase, wähle hier meinen Flugcontroller aus und sage erstellen und flashen. Und nach ein paar Minuten wird die Firmware auf dem Empfänger übertragen. Sieht man, dass er hier dauerhaft leuchtet. Und wenn er fertig ist, fängt er an wieder an zu blinken. Somit bin ich durch mit der Firmware und kann sofort meine Radiomaste TX16S mit dem Phenom H20 binden. Start Betaflight Konfigurator. Hier sehe ich meine serielle Schnittstelle zum Flugcontroller. Verbinden. Gehe auf Empfänger. Schalte meine Funke an. Und schon ist der Empfänger gebunden. Das sehe ich auch hier, dass die LED dauerhaft leuchtet in Blau. Und unter Betafly sehe ich, dass ich die Drohne bewegen kann. Somit ist er jetzt sauber verbunden. Ich prüfe jetzt die Modi. Hier ist nichts Besonderes eingestellt, nur Arm und Horizon.
Das mache ich auf AUX 1. Mein Horizon setze ich in die Mitte, füge Engel hinzu, noch ein Beeper dazu auf Kanal 3. So, und das sollte reichen. Jetzt teste ich das an den Schalter. Motor an, geht. Meine Modi-Schalter, Engel, Horizon und Acro-Modus, geht. Und hier noch mein Beeper, geht. Dann gehe ich noch auf Grundkonfiguration. Ich will noch Motor-Beepen haben, weil der kein Beeper hat. Jetzt kann ich den Motor mal prüfen. Es sind ja keine Propeller dran. Und alle laufen. Die Propeller werden wie auf der Zeichnung angebracht, in diese Drehrichtung, und die hinteren sind dementsprechend auf dem Kopf. Mal ein kurzer Test. Akku rein. Erstmal den Buzzer einschalten. Der funktioniert schon. Und jetzt mal kurz die Motoren einschalten. Und scheint alles zu funktionieren. Und ich kann abheben.